Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Der Spitzwegerich ist eine uralte und altbewährte Heilpflanze mit vielen gesundheitsfördernden Wirkungen. Ganz besonders wirkungsvoll ist er in Form eines Husten- und Erkältungsmittels, weshalb ich euch heute sowohl eine Spitzwegerich-Tinktur als auch ein Spitzwegerich-Honigferment vorstellen werde, um jetzt in der Erkältungszeit im Herbst gut gewappnet zu sein. Da ich selber gerade eine Erkältung habe, kann ich aus erster Hand bezeugen, wie wirkungsvoll insbesondere die Tinktur ist. Und das Tolle ist, dass man die Tinktur im Gegensatz zum Spitzwegerich-Honigferment in einem Tag herstellen kann. Wenn man daher schon eine Erkältung hat, wie in meinem Fall, geht man einfach raus in die Natur und sammelt den Spitzwegerich und stellt innerhalb von 24 Stunden diese wunderbare Spitzwegerich-Tinktur her, die man dann in einen Erkältungstee geben kann, genauso wie man das mit dem Honigferment tun kann. Den Spitzwegerich findet man besonders an Wegesrändern, weshalb auch der Name Wegerich, und er hat spitze, lange Blätter mit starken Längsfasern. Man findet ihn auch den gesamten Winter über in der Natur. Am nährstoffreichsten wären natürlich die langen, großen Blätter. Allerdings muss man jetzt im Herbst und im Winter immer auf der Rückseite schauen, ob da nicht schon Schimmel zu sehen ist, wie wir das hier jetzt gerade gesehen haben. Diese weißen Flecken, die zeigen eben den Schimmel an und deshalb sollte man die lieber nicht sammeln, sondern stattdessen lieber die kleinen Blätter, die meistens noch keinen Schimmel haben. Die kleinen Blätter haben auch den Vorteil, dass sie besser schmecken, wenn man sie jetzt zum Beispiel entsaften würde, weil sie noch nicht so bitter schmecken wie die großen Blätter. Gerne kann ich euch hier oben mal eines meiner Wildkräuter-Videos verlinken, wo ich gezeigt habe, wie man diese in einem Slow Juicer entsaften kann und wo ich auch die einzelnen Wildkräuter mit ihren Namen und Eigenschaften bestimmt habe. Wie hier zu sehen, sieht man den Spitzwegerich überall auf jeder Wiese eigentlich. Er ist fast nicht zu erkennen, wenn man nicht genau darauf achtet. Aber da die Wiesen ja meistens gemäht werden, sind natürlich auch immer nur diese kleinen Spitzwegerich-Blätter zu finden, was aber natürlich in unserem Fall jetzt auch erwünscht ist, weil diese noch frisch sind und meistens noch keinen Schimmel haben. Gut wäre es auch, den Spitzwegerich zu sammeln, nachdem es geregnet hat, weil er dann auch relativ sauber ist. Trotzdem werden wir ihn zu Hause nochmal abspülen und dann werden wir ihn ganz klein hacken, um ihn auf diese Weise für unsere 2 Rezepte vorzubereiten. Studien zufolge hat der Spitzwegerich unter anderem die folgenden Eigenschaften auf unsere Gesundheit. Er wirkt hustenstillend, reizmildernd, adstringierend, also zusammenziehend, antibakteriell, entzündungshemmend, blutstillend, krampflösend, antioxidativ, antibiotisch, immunregulierend, nervenschützend, leberschützend, wundheilend, antitoxisch, also entgiftend, gerinnungshemmend, antiviral und schmerzstillend. Wir füllen den klein gehackten Spitzwegerich jetzt in 2 unterschiedliche Gläser, einmal in ein großes und einmal in ein kleineres Glas. Das große Glas werden wir dann mit dem Honig auffüllen und das kleinere Glas werden wir jetzt für unsere Tinktur vorbereiten, und zwar verwenden wir dazu das DMSO, das Dimethylsulfoxid. DMSO ist ein Wundermittel, denn damit sind Schmerzen, Entzündungen, Gelenkprobleme, sogar Krebs behandelbar. Und vor allem ist es ein sehr starkes Lösungsmittel, und zwar ein deutlich stärkeres Lösungsmittel als Ethanol, also Alkohol oder Essigsäure, weshalb es schon in einem Tag sämtliche Inhaltsstoffe des Spitzwegerich entziehen kann. Und da es sowohl fettlösliche als auch wasserlösliche Eigenschaften hat, im Gegensatz zu Alkohol und Essig, die eben nur wasserlösliche Eigenschaften haben, ist es sehr viel vielseitiger und gründlicher als Lösungsmittel. Für das Spitzwegerich-Honigferment geben wir jetzt einfach rohen Bio-Honig in das Glas dazu und vermischen gründlich die beiden Zutaten miteinander. Und sobald wir das getan haben, schließen wir den Deckel und dann geben wir das Glas an einen dunklen, warmen Ort, in meinem Fall in meinen Abstellraum, auf den Gefrierschrank, der oben immer etwas Wärme abgibt. Und dort belassen wir ihn mindestens 2 Wochen, denn es braucht schon mindestens so lange, bis dieses Ferment fertig ist. Zu allen Details und gesundheitlichen Wirkungen des Honigferments schaut euch gerne nochmal mein Video zu dem Knoblauch-Honigferment an, worin ich alles Wichtige dazu erklärt habe. Denn durch die Fermentation potenzieren sich natürlich die positiven Wirkstoffe von Honig und Spitzwegerich. Unsere Spitzwegerich-Tinktur jedoch ist nach 24 Stunden schon fertig, wie wir sehen. Man könnte sie theoretisch natürlich auch noch 2 oder 3 Tage länger stehen lassen, aber schon nach einem Tag sind fast alle Wirkstoffe in dieser DMSO-Lösung enthalten.
sodass man jetzt schon nach einem Tag, also nach 24 Stunden, absieben kann. Wichtig bei der Handhabung mit DMSO ist immer, dass man nur Glas oder Metall verwendet, weil es eben ein sehr starkes Lösungsmittel ist und aufgrund dessen zum Beispiel in Plastikbehältern das schädliche Plastik herauslösen würde. Nach dem Absieben sollten wir dann diese Flüssigkeit in eine dunkle Glaspipettenflasche abfüllen. Und daran wird sich dann diese Tinktur sehr lange halten, mindestens ein Jahr. Zum Abfüllen nehmen wir hier natürlich auch einen Glastrichter, wie wir sehen können. Und wir sehen, dass die Flüssigkeit eine grüne Farbe hat, weil sämtliche Inhaltsstoffe, so eben auch das Chlorophyll, aus dem Spitzwegerich gelöst wurden und das in einem Tag. Die fertige Tinktur kann jetzt tröpfchenweise in einen Erkältungstee gegeben werden und da würde ich mit 10 Tropfen anfangen und wenn es einem gut bekommt, könnte man am Ende bis zu 30 Tropfen pro Anwendung in den Tee geben und diesen konsumieren. Man könnte die Tinktur natürlich auch für äußerliche Anwendungen verwenden, aber da müsste man dann halt entsprechend verdünnen. Das Spitzwegerich-Honigferment sieht jetzt nach einem Tag so aus, aber das braucht eben jetzt noch insgesamt 2 Wochen, bevor es alle seine positiven Eigenschaften entwickelt. Aber man könnte natürlich auch jetzt schon immer etwas flüssigen Honig davon abzweigen und den mit in den Tee geben. Den Tee habe ich aus meinen selbst getrockneten Lindenblüten, Lapaccio-Rinde und einigen Nelken zubereitet. Mein Video zu den Lindenblüten, was man damit alles machen kann, das kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. In diesen Tee gebe ich dann, wie gesagt, anfangs erstmal 10 Tropfen und dann könnte man das langsam steigern, bis vielleicht irgendwann 30 Tropfen, je nachdem wie gut man es verträgt, von dieser Tinktur. Ferner gebe ich dann schon etwas von diesem Spitzwegerich-Honigferment, etwas habe ich davon schon abgeknapst, gebe ich dann dazu, als außerdem auch mein natürliches Antibiotikum. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben gerne auch nochmal. Diese 3 Wirkstoffe in dem Tee erzeugen einen sehr wirkungsvollen Erkältungstrunk, der sehr wohltuend, lindernd und hustenstillend wirkt. Und seit ich eben die Tinktur noch hinzugebe, hat sich die positive heilsame Wirkung stark potenziert, sodass ich auch nachts besser schlafen kann und nicht mehr durch die störenden Hustenanfälle geplagt werde. Neben seinen penetrationsfördernden Wirkungen vermittelt DMSO auch eigene pharmakologische Effekte. So wirkt es eben entzündungshemmend, antioxidativ und schmerzstillend, außerdem wundheilungsfördernd und antimikrobiell. Viele dieser vorteilhaften Eigenschaften beruhen auf der Tatsache, dass DMSO ein Schwefeldonor ist. Das bedeutet, es versorgt den Körper mit Schwefelatomen. Damit ist dieses Element essentieller Bestandteil von lebenden Zellen, denn schwefelhaltige Aminosäuren und Enzyme spielen eine wichtige Rolle bei zahlreichen antioxidativen Stoffwechselvorgängen. Der im DMSO enthaltene Schwefel wird im Körper enzymatisch freigesetzt, zur Bildung dieser Aminosäuren und Enzyme herangezogen und erhöht somit die antioxidative Kapazität des Körpers. Tatsächlich zerfällt das DMSO im Körper zu dem sehr wichtigen Nahrungsergänzungsmittel MSM, welches wir heute eigentlich alle supplementieren sollten, wodurch eben das antioxidative Potenzial des Körpers steigt. Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten des Spitzwegerich, der eben durch diese Tinktur in seiner Wirkung verstärkt wird, zählen vor allem Husten mit starker Schleimbildung, durch Rachenentzündung verursachter trockener Husten, akute und chronische Bronchitis, Reizhusten, Entzündungen und Katarrhe der oberen Atemwege, Asthma, Entzündungen im Mund- und Rachenraum, Entzündungen der Haut, Stärkung der Schleimhäute und Haut, Wunden, zum Beispiel Brandwunden oder Schürfwunden, Geschwüre, Erkrankungen der Harnblase, Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, zum Beispiel Durchfall und starke Menstruationsblutungen. Spitzwegerich enthält Iridoid-Glykoside, die nachweislich antibakterielle Eigenschaften haben. Dadurch kann er Infektionen bekämpfen und das Immunsystem stärken. Seine antiviralen Eigenschaften machen ihn bei Erkältungen und viralen Atemwegsinfektionen nützlich. Da er außerdem entzündungshemmend, verdauungsfördernd, antioxidativ und blutreinigend wirkt, wirkt er eben auch entgiftend. Außerdem fördert er auch die Wundheilung und könnte somit auch äußerlich angewendet werden. Als potentes Erkältungsmittel in dieser Form der Tinktur möchte ich ihn jedenfalls nicht mehr missen. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.